Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Endlich ist das Geheimnis gelüftet und ich weiß endlich, was das hier für eine Wanda ist. Dass es eine Naturform ist, das war mir schon bewusst, aber ich war mir gar nicht mehr so sicher, welche. Ihr seht hier, das ist eine Wanda und zwar genau gesagt die Art Brunea. Die stammt ursprünglich aus Indien, Myanmar, Thailand und aus der chinesischen Provinz Yunnan, wächst dort in Höhen von 800 bis 1550 Metern, ist ein mittelgroß wachsender Epiphyt und jetzt ein Kolomiphyt. Ja, gut, das mit dem Kolomiphyt war eigentlich ein Witz, aber es funktioniert mit Vandeen einfach so gut, ich hätte schon fast gesagt so geil und so simpel und einfach, dass jeder, der Probleme mit der Kultur von Vandeen hat und selbst mit Naturformen, mit Kolomi, egal ob jetzt im Glas oder aber auch im Orchidop, absolut problemlos damit zurechtkommen sollte. Es ist so simpel mit der Kultur. Aber zurück zu dieser Pflanze. Also sie ist von den Pflegebedingungen warm bis kühl zu kultivieren. Ist, wie gesagt, in Höhen von 800 bis 1550 Metern zu finden und ist eigentlich von der Kultur her fast noch einfacher als die anderen Vandeen, wobei das wirklich darauf ankommt, wie man die Bedingungen bei sich zu Hause gestaltet. Fast alle Vandeen, weil so viele südausgerichtete Fenster habe ich nicht, stehen bei mir auf der Südseite, kriegen die volle Sonne ab. Wenn man sie regelmäßig gießt und sie richtig schön viel Wasser in sich haben, ist es mit dem Sonnenbrand relativ harmlos. Es sind aber auch rein optische Mängel nur. Das macht der Pflanze so nichts aus. Die Pflanze hat hier, seht ihr, auch einen Sonnenbrand abbekommen. Das war im zeitigen Frühjahr, das war echt verrückt dieses Jahr. Im zeitigen Frühjahr war die Sonne teilweise so intensiv, dass ich damit gar nicht gerechnet hatte, dass da, wo die Pflanze stand, dass die jetzt sofort einen Sonnenschaden bekommt, weil an und für sich das Frühjahr, also Januar, Februar, ist noch relativ harmlos, was die Sonne betrifft, aber dieses Jahr war es schon ein bisschen wirklich heftig und das lese ich auch im Internet auf diversen Gruppen, dass bei einigen wirklich sehr viele Sonnenschäden sind, weil dann gibt es Bilder von, oh, was hat meine Orchidee, ist sie jetzt krank, infiziert, wie auch immer. Oft sind Sonnenschäden, es ist wirklich extrem. Außerdem muss ich dazu sagen, diese Pflanze hatte ich ja, ich habe es in einem Orchideen-Rundgang-Video auf gartenschlau.com auf meinem anderen Kanal ja auch schon mal gezeigt, da hatte ich die Orchideen hier auf der Terrasse überall stehen. Die standen in der prallen Sonne, die hatten damit überhaupt gar keine Probleme. Das seht ihr an den alten Blättern, die hier sind. Das sind ja auch mit zum Teil die ersten Blätter, die vorhanden waren. Die haben sowas von überhaupt gar keine Probleme gehabt, obwohl die hier auf der Terrasse in der vollen Sonne gestanden sind. Und wenn die Mittagssonne hier so rüber scheint, dann prallt hier alles runter und die Mittagssonne ist eigentlich so richtig die intensivste, aber das macht nichts. Kommen wir zu dieser Pflanze zurück. Diese Blüte hat einen Duft. Ich weiß nicht, ob den manche toll finden. Ich finde, der riecht so richtig so nach alte Jutesäcke und das ist schon so ein unangenehmer Geruch. Jetzt können wir sich fragen, warum kultiviert man dann so einen alten Jutesack als Pflanze? Naja, interessant. Naturformen sind immer interessant, meist interessanter als die ganzen Züchtungen, wobei die Züchtungen natürlich auf bestimmte Eigenschaften getrimmt worden sind, sei es leichte Kultur oder eine richtig peppige Farbe. Und natürlich haben die dann auch ihre Berechtigung. Ist ja auch hier eine Wanda-Hybride, die hier steht. Aber ich finde, es ist auch natürlich immer wieder interessant, Naturformen zu kultivieren. Und ich finde, die Blüte mit ihrem braunen Ton hat schon etwas und ist richtig toll. Und hier ist zwar eine Brunea drin, hier ist aber eine Orchidee, eine Hybride mit einer Renantara. Da bin ich mir eigentlich fast sicher, dass hier, da ist eine Vanda tessellata drin, die ist auch ähnlich, die hat auch braune Blüten. Das heißt, man kann durchaus noch schöne Hybriden generieren mit den Eigenschaften so einer Orchidee. Und dann bin ich auch sehr gespannt, wenn die blühen wird. Wächst zumindest sehr gut, aber in diesem Video geht es um die Vanda Brunea. Und das ist wirklich eine tolle Pflanze. Und die ist in der Kultur wirklich super simpel einfach. Ihr könnt sie auch durchaus West- oder Ostfenster stehen lassen. Sie kann relativ dunkel stehen, mag es natürlich deutlich heller. Wenn sie dunkel steht, macht sie sehr, sehr helles Laub. Wenn die Pflanzen deutlich heller stehen, dann machen sie eher dunkles Laub, einfach um sich besser vor der Sonne schützen zu können.
Und hier sehen wir, es hat jetzt endlich funktioniert. Richtig tolle Blüte. Bericht dazu findet ihr auch auf orchideenhobby.de mit den ganzen Kulturbedingungen nochmal zusammengefasst. Da gibt es ja auch schon zahlreiche andere Beiträge und ihr seht, es funktioniert richtig gut in Colomi. Im nächsten Video werdet ihr ein Update zu dieser Wanda bekommen. Die macht aktuell einen richtig dicken, kräftigen Blütentrieb. Wenn man sie umdreht, sieht man, sie hat hier auch schon einen gewissen Sonnenschaden bekommen, aber was heißt Schaden, ist einfach bloß hell geworden. Es ist jetzt für die Pflanze nicht so, dass sie dadurch kaputt geht, ist nur rein optisch und es funktioniert wirklich super. Die steht ja im Orchitop, hier in diesem großen Orchitop, macht sau viele Wurzeln, hätte ich fast gesagt, sehr viele Wurzeln. Aber dazu gibt es ein Update, sobald die wieder am Blühen ist. Die habe ich euch auch schon mal im Video gezeigt. Letztes Jahr, als sie geblüht hat, richtig tolle Blüten. Es wird zukünftig noch ein paar weitere Vandeen geben mit anderen Blühfarben, aber dazu in einem der nächsten Videos, sobald die Pflanzen dann auch mal verfügbar sind. Und ja, ich würde es jedem empfehlen. Wanda-Naturformen in Colomi kultivieren, super simple Sache. Funktioniert absolut fantastisch. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Orchideen kultivieren, Vandeen, Phalaenopsis, Cattleya, Laia, Masdevallia, was auch immer, schreibt es gerne hier in die Kommentare. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, dann werdet Teil der Orchideen-Hobby-Community und werdet Mitglied vom YouTube-Kanal. Oder hier unten ist so ein Herz, könnt ihr draufdrücken und das Projekt direkt unterstützen. Oder auf der Webseite mir einen Kaffee ausgeben. Je wacher ich bin, umso mehr Videos gibt es, umso mehr Videos und Informationen werden kommen. Entweder auf der Webseite, in der WhatsApp-Gruppe, whatsapp.orchideenhobby.de oder wo auch immer. Bis dahin, viel Spaß mit euren Orchideen. Bis zum nächsten Video und tschüss. Daumen hoch, Kanal abonnieren nicht vergessen.